Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. Mo's Welt. Heute was ganz Besonderes für euch, denn wir haben mal ein Produkt auf Herz und Nieren getestet und das nicht nur hier, sondern eben auch im Ausland. Um genau zu sein, waren wir in Österreich. Wir waren in... Wo waren wir denn? Wir waren in St. Gallenkirch bzw. in Silvretta, Montafon und haben da dieses Produkt getestet. Das ist die Stretch X Winter Softgel Jacke. Aber bevor wir über die Jacke explizit sprechen, möchte ich gerne über das Thema Softgel allgemein sprechen. Denn hier gibt es viele Missverständnisse. Und dazu habe ich auch gehört, denn ich war öfters mal verwirrt, wenn ich mir ein Zelt gekauft habe, dann hat man da ab und zu mal eine Abbildung gesehen und da stand drauf 8000 mm wasserdicht. Jetzt habe ich aber eine Softgel Jacke, da habe ich ein ähnliches Schild und da steht aber drauf 8000 mm wasserabweisend. Warum ist das Zelt wasserdicht und warum ist die Softgeljacke wasserabweisend? Das liegt mitunter daran, dass 90% der Softgeljacken eben wasserabweisend sind. Und der Grund dafür sind die nicht getapten Nähte, die man auch hier im Bild sieht. Das heißt, dass durch diese Nähte Wasser hindurchdringt und ihr nach einer gewissen Zeit eben nass seid. Und wenn ihr eben längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt seid und nicht planen könnt, dann entscheidet ihr euch eher für eine Hardgelljacke. Denn das ist auch der große Unterschied zwischen einer Hardgelljacke, der klassischen Regen-Outdoor-Jacke und einer Softgeljacke. Eine Softgeljacke deckt viele Bereiche gut ab. Ja, wenn ich jetzt im Privatbereich bin und mal spazieren gehe oder meine Freunde besuche und es mal kurz regnet und ich mich dann schnell wieder im Haus verdünnisieren kann, passiert mal nichts. Aber wenn ich wandern bin und eben nicht genau beeinflussen kann, wie lange ich welchen Wetterlagen ausgesetzt bin, dann sollte ich mich idealerweise für eine Hardgelljacke entscheiden. Auch hier schon im Namen hört man schon sehr schnell Softgel, Hardgel. Bei der Softgeljacke habe ich eher das weichere, das stretchy Material und bei der Hardgeljacke habe ich eben ein eher stärkeres, steiferes Material. Was man auch öfters mal liest bei Softgeljacken ist das Wort Membran. Eine Membran, kann man sich vorstellen, ist wie eine dünne Haut, die millionenfach perforiert ist, also kleine Löcher sind, die man mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht erkennt. Und die haben folgenden Vorteil: Wenn Wassermengen auf das Material treten, dann kommt das Wasser nicht durch die kleinen Poren durch, weil die Oberflächenspannung des Wassers einfach viel zu hoch ist. Aber der Wasserdampf hingegen kommt sehr gut hindurch. Das ist so grob erklärt, wie eine Membrane funktioniert. Genug über Softgel gesprochen und die Unterschiede, sprechen wir jetzt über die Stretch X Winter Softgel Jacke. Und wie das Ganze aussieht und was die Jacke noch so alles kann, das seht ihr hier. Viel Spaß dabei! Und da sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet so ein paar Dinge mitnehmen, gerade zum Thema Softgel. Wenn euch irgendwas gefehlt hat oder ihr irgendwelche Produkte gerne gezeigt haben möchtet, dann schreibt es in die Kommentare und ich probiere es dann umzusetzen. Das war's auch schon. Vielen Dank, macht's gut, euer Mo.